Unter Schock ist ein deduktives Krimispiel mit 3 einzeln voneinander unabhängig lösbaren Mordfällen. Die Fälle heißen: Der mysteriöse Tod von Frau Schmidt, der Bruder des Autors und die Hütte. Zu jedem Fall gibt es eine Fallakte, 27 Karten mit Zeugenaussagen und einigen Beweisstücken sowie eine Abschlussakte, in der ihr die Lösung des Falles findet. In diesem Video erklären wir euch, wie ihr Unter Schock spielt, aber wir geben euch dabei keine Hinweise für die Lösung. Es ist also spoilerfrei. So macht ihr das Spiel startklar. Wählt einen der 3 Fälle aus. Nehmt dazu den entsprechenden Kartenstapel, die passende Fallakte und die dazugehörige Abschlussakte aus der Schachtel. Ihr dürft euch das Material jedoch noch nicht anschauen. Legt die Abschlussakte zur Seite. Achtet darauf, sie erst am Ende eurer Ermittlungen zu öffnen. Mischt die Karten des Falls und legt sie verdeckt und überlappend in insgesamt 6 Reihen auf dem Tisch aus. In der ersten, der obersten Reihe, legt ihr 5 Karten aus. In der zweiten Reihe 4 Karten. Dann wieder 5, 4, 5 und in der untersten Reihe wieder 4 Karten. Achtet darauf, dass die unteren Ecken der Karten jeweils von den oberen Ecken der Karten aus der nächsten Reihe abgedeckt sind. So wird gespielt. Ihr seid ein Team und ermittelt gemeinsam. Lest zunächst die Fallakte laut vor. Dort findet ihr 4 Ermittlungsfragen. Euer Ziel ist es, am Ende des Spiels mindestens 3 Ermittlungsfragen korrekt zu beantworten. Gelingt euch das, habt ihr den Fall erfolgreich gelöst und das Spiel gewonnen. Ihr könnt die Fallakte immer wieder durchlesen. Im Laufe des Spiels deckt ihr nach und nach Karten auf, um Informationen über den Tathergang und den Tathintergrund zu erhalten. Die meisten sind Zeugenaussagen. Die Farben Rot, Gelb, Grün und Blau stehen jeweils für einen Zeugen. Die schwarzen Karten zeigen euch Beweisstücke. Kombiniert diese Hinweise sinnvoll, um so die 4 Ermittlungsfragen beantworten zu können. Je weniger Karten ihr braucht, um den Fall zu rekonstruieren, desto besser. Ihr beginnt mit der untersten Reihe. Wählt gemeinsam entweder eine Zeugenaussage oder ein Beweisstück. Nehmt die Karte und dreht sie um. Lest bei Zeugenaussagen den Text laut vor oder schaut euch bei Beweisstücken das Bild genau an. Legt die Karte anschließend offen vor euch ab. Im Lauf des Spiels dürft ihr nur Karten nehmen, deren unteren Kartenecken nicht von einer anderen Karte verdeckt sind. Ihr könnt die Zeugenaussagen und Beweisstücke beliebig lange ansehen und gemeinsam darüber diskutieren. Behaltet dabei immer die Ermittlungsfragen im Blick. Könnt ihr sie nach und nach beantworten oder braucht ihr mehr Infos? Dann deckt die nächste Karte auf. Aber Vorsicht! Während eurer Partie dürfen immer nur maximal 3 Karten gleichzeitig offen vor euch liegen. Habt ihr 3 Karten offen vor euch liegen und möchtet eine weitere Karte aufdecken? Dann wählt eine von den 3 Karten aus und legt sie verdeckt zurück in die Spielschachtel. Ihr dürft diese Karte nicht mehr ansehen. Ihr dürft euch auch keine Notizen machen. Merkt euch also gut, was auf den Karten steht bzw. abgebildet ist. Nun könnt ihr eine neue Karte aufdecken. Ende der Ermittlungen. Ihr glaubt, mindestens 3 Ermittlungsfragen beantworten zu können? Dann könnt ihr eure Ermittlungen jederzeit abschließen, egal wie viele Karten noch verdeckt ausliegen. Einigt euch auf einen Tathergang. Nehmt jetzt die Abschlussakte und lest sie laut vor. Jetzt erfahrt ihr, wie sich die Tat ereignet hat. Prüft, wie viele Ermittlungsfragen ihr richtig beantwortet habt. Habt ihr mindestens 2 der Ermittlungsfragen falsch beantwortet, dann habt ihr den Fall leider nicht gelöst. Wenn ihr aber mindestens 3 der Ermittlungsfragen richtig beantworten konntet, habt ihr den Fall gelöst.
herzlichen Glückwunsch! Zählt, wie viele Karten noch verdeckt auf dem Tisch liegen und schaut in der Tabelle der Anleitung, wie gut ihr wart. Je weniger Karten ihr aufdecken musstet, desto besser. Und jetzt viel Spaß beim Lösen unserer 3 Mordfälle.